Hallo! Heute zeige ich euch die diesjährige Geburtstagstorte, die ich für meinen Sohn gebacken und dekoriert hatte. Gewünscht hatte er sich dieses Jahr eine Roblox-Torte und da ich nicht sehr viel Ahnung von dieser Online-Spiele-Plattform hatte, habe ich es mir diesmal, wie ihr seht, super einfach gemacht und die Torte mit einem fertigen Zuckerbild dekoriert. Wie ich vorgegangen bin und was ich dabei beachtet habe, erzähle ich euch natürlich in diesem Video. Doch wie immer geht es bei Motivtorten natürlich immer los mit den Tortenböden. Gebacken habe ich insgesamt 2 Schokoböden mit einem Durchmesser von jeweils 24 cm. Das Rezept zu den Kuchenböden findet ihr wie immer im entsprechenden Blogbeitrag auf meinem Blog, den ich euch unten verlinkt habe. Die Böden habe ich jeweils einmal in der Mitte durchgeschnitten, sodass ich insgesamt 4 Böden erhalten habe. Ich habe mich entschieden, die Torte mit einer lockeren Mascarpone-Creme und Erdbeerfruchtspiegeln zu füllen und habe für die Creme erst einmal ein Erdbeergelee hergestellt aus 250 Gramm Erdbeerpüree und 30 Gramm Agatine. Die Herstellung ist recht einfach. Dazu wird die Agatine mit dem Fruchtpüree angerührt und anschließend erhitzt. Nach 2 Minuten Köcheln kann der Topf vom Herd genommen werden und das Gelee leicht abkühlen, bis der zweite Teil der Creme fertiggestellt wird. Dazu mische ich einfach etwas kalte Sahne mit Mascarpone und Schmandsteif und füge 3 Tüten Sahnesteif hinzu, damit die Creme mehr Festigkeit bekommt. Das inzwischen leicht abgekühlte Gelee vermische ich dann mit der Mascarpone-Creme. Beim Vermischen von kalten und warmen Massen muss immer darauf geachtet werden, zuerst die Temperatur anzugleichen. Das heißt, hier wird etwas von der kalten Mascarpone-Masse erstmal in das noch warme Fruchtgelee eingerührt und anschließend darf dann das Fruchtgelee in die große Schüssel mit der restlichen Mascarpone-Creme. So stellen wir einfach sicher, dass das Fruchtgelee in der Mascarpone-Creme nicht sofort fest wird und es nachher keine Klümpchen in der Creme gibt. Nach Wunsch könnt ihr auch etwas Zucker oder für mehr Erdbeergeschmack einige Esslöffel Erdbeerkonfitüre hinzugeben. Für die Fruchtspiegel machen wir nun das gleiche und lassen 450 Gramm pürierte Erdbeeren mit 10 Gramm Agatine etwas köcheln und nehmen den Topf anschließend vom Herd. Insgesamt werden 3 Fruchtspiegel mit einem Durchmesser von jeweils 16 cm für die Torte benötigt. Das Püree gießt ihr deshalb in entsprechend große Backformen oder Teller. Ich habe mich hier leider etwas vertan und meine Backformen auf 18 cm eingestellt. Ist aber nicht so schlimm, das was zu viel war, habe ich nachher einfach abgeschnitten. Gefüllt habe ich die Torte nach der Tortenring-Methode. Ich verwende diese Methode sehr oft bei meinen Motivtorten, da sie dadurch super stabil werden, insbesondere dann, wenn die Creme etwas lüftiger ist, wie die Mascarpone-Creme in diesem Fall. Die Kuchenring-Methode habe ich bereits in mehreren Videos näher erläutert, werde allerdings noch einen schriftlichen Beitrag dazu auf meinem Blog posten, den ich euch unten verlinken werde. Zum Füllen nehme ich nun meinen ersten Tortenboden und klebe ihn mit etwas Ganache auf eine Tortenunterlage. Meine Böden habe ich mit Milch und zusätzlich mit etwas Erdbeerkonfitüre bestrichen, damit sie etwas saftiger werden. Zum Schichten setze ich meinen Tortenring, den ich innen mit Tortenfolie eingekleidet habe, um den ersten Tortenboden und ziehe ihn fest. Beim Schichten trage ich immer zwischen den Kuchenböden und den Kuchenringen etwas Ganache auf, damit die Torte schön stabil wird. Jede Tortenschicht wird von mir dann auf die gleiche Weise, jeweils mit einer Fruchteinlage und einer Portion Creme gefüllt, bis ich mit dem letzten Tortenboden abschließe.
Hierzu habe ich euch auf meinem Blog auch ein Füllschema abgebildet. Nach dem Schichten kann die Torte für ein paar Minuten in den Kühlschrank, damit die Ganache und die Creme etwas fester wird. In der Zwischenzeit habe ich dann die Dekoration aus Modellierfondant hergestellt. Auch hier habe ich es mir sehr einfach gemacht und habe mich entschieden, als Deko oben auf die Torte das Roblox-Logo aufzustellen. Dafür habe ich mir aus dem Internet das Roblox-Logo so groß wie der Durchmesser meiner Torte ausgedruckt und die Buchstaben auf sehr dünn ausgerolltem roten Fondant ausgeschnitten. Anschließend habe ich weißen Modellierfondant relativ dick ausgerollt und daraus ein langes Rechteck ausgeschnitten. Die roten Buchstaben habe ich mit Zuckerkleber auf den weißen Fondant aufgeklebt und den weißen Untergrund entlang der roten Buchstaben mit etwas Abstand abgeschnitten. Die fertige Schrift habe ich dann so komplett austrocknen lassen. Als Tortenplatte habe ich erneut mein Drehtablett verwendet und es mit rotem Fondant eingedeckt. Jetzt geht es ans Bestreichen der Torte. Dazu nehme ich natürlich erst einmal den Tortenring gemeinsam mit der Tortenfolie vorsichtig ab. Die Torte wollte ich außen schwarz haben und habe mich entschieden, sie nicht mit Fondant einzudecken, sondern die Creme schwarz zu färben. Ich habe allerdings nicht meine ganze Ganache cremeschwarz gefärbt, sondern erst einmal eine Schicht ungefärbt aufgetragen. So spart ihr einfach an Lebensmittelfarbe. Um eine schöne gerade Zylinderform zu erhalten, kann man eine zweite Platte in der gleichen Größe wie die Platte unter der Torte zur Hilfe nehmen und die Ganache mit einer Teigkarte gleichmäßig an den Seiten auftragen. Danach kann man die obere Platte abnehmen und die Torte zuletzt oben mit Ganache einstreichen. Zum Färben habe ich einen Teil meiner Zartbitterganache einfach mit einem Klecks dunkelblauer Lebensmittelfarbe vermischt, um die Farbe schwarz zu erhalten.
Anschließend habe ich das Zuckerbild vorne an die Torte angebracht und musste es erst einmal zurechtschneiden. In der Regel werden diese Zuckerbilder mit einer Schutzfolie geliefert, die bis zur Verwendung nicht entfernt werden darf. Damit das Zuckerbild an der Torte haftet, habe ich meine Torte an der entsprechenden Stelle mit Palminsoft eingerieben. Nachdem ich das Zuckerbild auf der Torte angebracht habe, habe ich die Torte mit der schwarzen Ganache bestrichen und die Stelle mit dem Zuckerbild natürlich freigelassen. Was ich noch zu Zuckerbildern sagen kann, ist, dass sie sehr schnell Feuchtigkeit ziehen, deshalb setzt man sie zum Beispiel bei Sahnetorten kurz vor dem Verzehr auf die Torte, maximal 1 bis 2 Stunden vorher. Da ich hier allerdings eine Zartbitterganache verwendet habe, die nicht so viel Feuchtigkeit enthält wie Cremes auf Sahnebasis, ist es kein Problem, wenn das Bild etwas länger auf der Torte bleibt. Allerdings wird empfohlen, die Torte nach Anbringen des Zuckerbilds nicht mehr in den Kühlschrank zu stellen, da sich beim Herausholen Kondenswasser bilden kann und das Bild eventuell verläuft. Da meine Torte schon vorher sehr gut gekühlt war, habe ich sie bis zum Anschneiden kühl und trocken auf der Küchentheke aufbewahrt, habe sie allerdings später für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank gestellt und nach dem Herausholen überhaupt keine Probleme gehabt. Das Bild war immer noch schön trocken. Die Torte habe ich nach dem Bestreichen auf meine fertige Tortenplatte gestellt und die Ganache rund um das Zuckerbild mit silbernem Esspulver bepinselt. Oben auf die Torte habe ich dann den komplett getrockneten Roblox-Schriftzug platziert und damit war ich auch fertig mit meiner Torte. Zum Schluss zeige ich euch natürlich wie immer auch den Anschnitt der Torte. Ich glaube, das war die schnellste Motivtorte, die ich bis jetzt gebacken und dekoriert habe. Also, wer nicht so viel Zeit hat für aufwendige Motivtorten, für diejenigen wäre diese Variante mit einem Zuckerbild definitiv eine Alternative. Ich hoffe, die Torte gefällt euch und ihr lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss!